Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Die Zwetschgenzeit ist gestartet und ich habe heute ein ganz tolles Dessert für euch mit einer Zwetschgensoße und mit einer ganz tollen Vanillecreme. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unter dem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Los geht's! Als erstes backe ich einen Vanillekuchen und ich habe schon mal eine 26er Kastenform mit etwas Butter eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt. Für den Kuchen 125 Gramm weiche Butter, 60 Gramm normalen Zucker und ein Päckchen Vanillezucker cremig rühren. Und beim Rühren dann noch 2 Eier hinzufügen. Dann 120 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver mischen und sieben. So kann sich das Backpulver gleichmäßig verteilen und der Kuchen wird auch schön locker und luftig. Die Zutaten dann ganz schnell zu einem Teig verarbeiten. Ich finde, das geht am besten mit einem Handmixer und bitte auch nicht zu lange rühren, sonst könnte der Kuchen eventuell speckig werden und das wollen wir ja nicht. Den Teig in die Backform füllen, glatt streichen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft ca. 35 Minuten backen, plus minus 5 Minuten je nach Backofen. Mein Kuchen war 35 Minuten im Ofen und ich habe ihn mit Umluft gebacken. Den fertigen Kuchen aus dem Ofen nehmen und vollständig auskühlen lassen und er ist wirklich super weich und ganz saftig. Für die Vanillecreme benötigen wir ein Päckchen Puddingpulver mit Vanillegeschmack, 6 Esslöffel normalen Zucker und 400 Milliliter Milch. Als erstes das Puddingpulver mit dem Zucker mischen und dann 6 Esslöffel von der Milch hinzufügen. Das Ganze dann gut verrühren und die restliche Milch aufkochen, vom Herd nehmen, die Puddingpulvermasse dann einrühren und nochmal kurz aufkochen. Die heiße Puddingmasse in eine Schüssel geben, die Frischhaltefolie auf die Puddingmasse legen, so lässt sich die Haut auf dem Pudding vermeiden und den Pudding dann erstmal beiseite stellen. Für die Zwetschgensoße habe ich schon 500 Gramm Zwetschgen gewaschen und trocken getupft. Jetzt werde ich die noch halbieren und entsteinen und dann 4 Esslöffel Puderzucker in die Pfanne geben, schmelzen und karamellisieren. Das geht super schnell, also am besten am Herd stehen bleiben und ich gebe kein Wasser dazu. Dann die Zwetschgen hinzufügen und so lange erhitzen, bis der Saft zu sehen ist und sobald das der Fall ist, einfach die Zitronenschale und den Zimt hinzufügen und die Zwetschgen dann bei kleiner Hitze ungefähr 10 Minuten einkochen lassen. Die Zwetschgen dann vom Herd nehmen und vollständig erkalten lassen. Und die Soße sieht dann so aus, sie hat eine ganz tolle Farbe und einen ganz tollen Geschmack. Und jetzt nur noch 200 Gramm Creme Fraiche unter die Puddingmasse mischen und das geht am besten, wenn der Pudding noch lauwarm ist. Den Kuchen schneide ich dann in Würfel, man kann ihn aber auch einfach in kleine Stücke reißen. Und ich habe ihn am Vortag gebacken, er ist am nächsten Tag genauso weich und saftig und hält aber auch allgemein tagelang frisch. Das Dessert dann einfach in eine Schale oder eine Auflaufform oder auch sogar in die Gläser schichten. Ich mache das alles irgendwie durcheinander, also Kuchenstückchen, die Zwetschgensoße und die Vanillecreme abwechselnd. Aber man kann es auch wie ein Tiramisu schichten, also Schicht für Schicht. Das ist dann Geschmackssache. Und ganz zum Schluss bestreue ich das Dessert auch mit Schokolade. Man kann aber auch Walnüsse nehmen oder Pistazien oder Mandeln oder auch gar nichts. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bin ganz gespannt, ob es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss!